Off-Season. Es ist schon etwas ruhiger jetzt in der Off-Season. Ich glaube, wir können auf eine sehr erfolgreiche Saison zurückblicken. Oder, Herr Marx? Das war sehr erfolgreich. Ich muss sagen, die Resonanzen und die Quoten, die wir erreichen durch die Dokumentation, ich glaube, wir können sehr zufrieden sein damit. Der Looping-Index ist hochgegangen. Oh, das war auch dringend nötig, nachdem er da so rapide gefallen ist, bevor er in die Barrel Roll gestartet ist. Gut, der hat natürlich auch Kapazität, muss man natürlich auch sagen. Gut, das ist aber auch nach der Talfahrt der letzten Tagen und Wochen. Sir, your apple juice. Amazing, thank you. Ja gut, aber das ist ja das Bunny-Hop-Prinzip. Das Bunny-Hop-Prinzip. Ja. Das Gute ist auch, das lernt man ja auch bei der Achterbahn, was hochgeht, geht auch wieder hinunter. Ja, wobei. Ja. Sehr guter Jahrgang. Was macht Ihr Parkleiter eigentlich in der Off-Season? Wir Parkleiter in der Off-Season, der VDPL. Der was? Der VDPL, der Verband Deutscher. Thank you. Der Verband Deutscher Parkleiter chartert ein Flugzeug und alle deutschen Parkleiter von allen deutschen Freizeitparks machen gemeinsam dieses Jahr eine Rundreise auf Mykonos. Echt? Natürlich nicht. Wenn der Park zu hat, natürlich machen wir auch ein paar Tage Urlaub und dann müssten wir aber die Saison vorbereiten. Es gibt viel zu tun. Aber ihr macht Urlaub? Ein bisschen. Aber nicht die ganze Zeit. Okay. Hier ist vom Kopf. Oh. Ja? Yes. Ja, thank you. Der Fahrer ist da. Für den Urlaub? Für das bisschen Urlaub. Das heißt, ich mache diese Folge alleine? Das ist eine große Bürde, ich weiß, und das ist natürlich auch sehr schade, aber in dem Fall ja, aber ich werde mich zwischendurch melden. Alleine? Kontrollierte Gefahr, wohldosiertes Adrenalin, bahnbrechende Technik. Begeben wir uns auf eine faszinierende Reise durch die beispiellose Erfolgsgeschichte der Achterbahn mit ihren Höhen und Tiefen. Faszination Achterbahn mit Ingenieur Patrick Marx. Wir leben in einer Welt voller Achterbahnen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass weltweit über 5000 Achterbahnen in mehr als 100 verschiedenen Arten zu finden sind. Nehmen wir als Beispiel das kleine Fischerdorf in Rust. Hier finden wir unglaublicherweise eine Achterbahn pro Quadratkilometer, im Durchschnitt natürlich. Aber anders ausgedrückt bedeutet das ja auch 350 Personen pro Achterbahn. Dies hat rein gar nichts mit der Baudokumentation zu tun. Kommen wir also zum Thema in aller Munde, dem Aufbau der Achterbahn. Lassen Sie uns über Stützen sprechen. Es ist nicht so einfach zu sagen, wie viele Stützen die Achterbahn haben wird. Nicht, weil die Zahl uns unbekannt wäre, sondern weil viele Stützen gebildet sind aus mehreren Verstrebungen, mehreren Fußpunkten sowie Verbindungspunkten zur Schiene. Aus diesem Grund werden nicht die Stützen selbst, sondern die Verbindungspunkte zur Schiene durchnummeriert. Die leichtesten dieser Stützen wiegen um die 200 Kilogramm. Bei den schwersten Gebilden, und auf diese kommen wir in Bälde noch zu sprechen, sind wir knapp unter den 30 Tonnen, ohne Schiene wohlgemerkt. Ende Januar, genauer gesagt am 31. des Monats, wurde mit Stütze 35 respektive 36 respektive 35a respektive 35b je nach Betrachtungsweise die erste Stütze unserer neuen Achterbahn gestellt.
Innerhalb weniger Stunden wachsen die Stahlpoller in die Höhe. Erste Verzweigungen werden geschlossen. Der Streckenverlauf ist langsam schon zu erkennen. Wir sind bereit für die erste Schiene. Hallo Patrick, hörst du, siehst du mich? Ach, Lukas, wie läuft's im Urlaub? Du, ist ja super. Tolle Anlage, Wasser, Temperatur, super. Wie ist bei dir? Ach du, die Baustelle kommt gut voran. Wird alles schön, bin da guter Dinge. Sehr gut, super. Wie war denn der Flug? Du, die Anreise, die war sehr gut, sehr gut. Alles perfekt funktioniert. Und das Hotel? Ja, wunderbar, wunderbar. Erste Klasse. Und wie ist das Essen? Das weißt du, das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das ist doch toll. Du, ich melde mich nachher nochmal später. Ich gehe mal ins Wasser. Tschüss. Tschüss. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, 1147 Tage, nachdem wir das erste Layout für diese Achterbahn gezeichnet haben, also am 1. Februar 2023, haben wir die erste Schiene gesetzt mit der Nummer 24. Dieser ist der Startpunkt für 1385 Meter Fahrspaß. Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich, wieso Schiene 24? Wieso nicht die Bahnhofsschiene, die ja eigentlich Schiene Nummer 1 sein müsste? Ich erkläre es Ihnen. Es ist unlängst bekannt, dass unsere Achterbahn etwas anders gebaut ist als normale Achterbahnen. Bei normalen Achterbahnen hat man einen geschlossenen Kreislauf, eine Schiene folgt auf die nächste. Bei unserer Achterbahn haben wir eine Besonderheit, nämlich eine Schiene, die keinen zusätzlichen Schienenstoß auf der anderen Seite hat. Das heißt, sie steht einfach in der Luft und da kommt keine weitere Schiene. Ein sogenannter Spike. Dieser Spike bietet sich an, die Nummer 1 in unserer Abfolge der Schienennummern zu sein, obwohl er eigentlich mitten in der Bahn steht. Und hier ist sie nun, unsere Schiene 24, perfekt für den Start. Wir haben hier eine Schiene, die auf 2 Stützpunkten aufliegt, im Fahrverlauf eine Talsohle ist und somit die Strecke einfach von beiden Seiten erweiterbar ist. Und es ist geschafft. Die erste Schiene sitzt fest auf den Stützen, wird mit Schraubverbindungen gesichert, aber noch nicht festgezogen, im Fachjargon Abknacken genannt. Dies geschieht erst, wenn ein Abschnitt komplett fertiggestellt ist und keine Lageanpassungen mehr zu erwarten sind. Ja, Patrick? Hallo, was machst du? Was rufst du an? Ich wollte nur mal hören, wie es bei dir läuft. Ja, gut läuft's. Ja, natürlich läuft's gut. Urlaub. Ja, Urlaub ist sehr schön. Hä? Bist du in Rolantica? Ja. Warst du jetzt 2 Wochen in Rolantica? Ist doch schön hier. Haben doch hier alles, was wir brauchen. Schönes Hotel, Wasser, Strand. Okay. Alles da. Wie läuft's bei dir? Soweit alles gut, wir kommen gut voran. Wie ist das Dach auf dem Bahnhof? Ist es fertig? Das war ja schon noch eine größere Sache, oder? Ah, guter Punkt. Ich schicke dir einfach ein paar Bilder nachher. Ja, mach das gleich mal. Sonst alles gut? Alles gut. Dreharbeiten durch? Ja, läuft gerade. Ja, dann schick mal die Bilder. Freue mich. Ja, mache ich. Tschüss. Auch am Bahnhofsgebäude hat sich einiges getan. So wurde aus den Trägern, welche in der letzten Folge eingebaut wurden, schon ein stattliches Dach. Somit ist das Gebäude jetzt gegen ungemütliche Wettereinflüsse wie auch gegen Blicke schaulustiger Besucher geschützt. Auch Spannendes geschieht an unserer Hauptfassade. Manchen ist es aufgefallen, dass dies im Gegenzug zu den Designs gar keine Fenster hat. Entgegen der allgemeinen Haltung zu transparenten Fassadenbestandteilen sind unsere Fenster bis auf wenige Ausnahmen nicht zur Benutzung bestimmt, sondern nur ein visueller Effekt. Aus diesem Grund werden die Öffnungen dafür inklusive grober Fassadenform nun einfach vor die statische relevante Wand gesetzt. Weiter geht's mit toll gebogenem Stahl. Landläufig hält sich der Mythos, dass für Achterbahnen ein Stahl bestehend aus einer Legierung von Eisen und Vanadium, gewonnen aus einer Bauxitmine in Turkmenistan, verwendet wird. Das ist inkorrekt. Unsere Achterbahnen bestehen aus Baustahl S355 J2H. Ich sehe Fragezeichen in Ihrem Gesicht. Das bedeutet so viel wie, der Stahl hat eine Mindeststreckgrenze von 355 Newton pro Quadratmillimeter Querschnitt.
Würden wir über diese Zahl drüber gehen, würde es eine permanente Verformung geben. Zusätzlich wurde dieser Stahl geprüft auf Kerbschlagfähigkeit von 27 Joule auf minus 20 Grad Celsius. Auch nochmal zusätzlich haben wir hier einen Stahl, der für Hohlprofile geeignet ist. Klingt kompliziert, ist es auch. Zurück zum Thema. Mittels diesen HV-Schraubverbindungen werden nun die Schienen und Stützen miteinander verbunden und zu riesigen Konstruktionen verbaut. Innerhalb weniger Tage haben wir schon mehrere Dutzend Schienen platziert. 2 Kräne mit einer maximalen Zugkraft von 70 respektive 90 Tonnen und einer Höhe von bis zu 60 Metern heben alle Teile in ihre Position, wo dann die 15 Mann starke Aufbaucrew auf bis zu 3 Hebebühnen die Teile verschraubt. Diese hochspezialisierte Crew aus ganz Europa hat weltweit die größten Achterbahnen und bei uns beispielsweise das Voletarium 2017 und die Eurosat 2018 respektive den Concorde Coaster aufgebaut. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Spike. Hier finden wir die erwähnten 30 Tonnen Stützstruktur, wie auch die ebenfalls genannte ominöse Schiene Nummer 1 wieder. 25 Meter ragt dieses Monument in die Höhe. Ein Blickfang, der seinesgleichen sucht. Gut sichtbar erkennen wir den Endanschlag ganz oben, der zwar in der Praxis nie berührt wird, mit dem wir aber alle dann doch ein kleines bisschen ruhiger schlafen können. Übrigens, es gibt, jedenfalls auf dem Papier, sogar eine Schiene 0, doch das ist eine Geschichte für ein andermal. Doch der wahre Platzhirsch wird gegenüber aufgebaut. Nur wenige Meter von der Zufahrtsstraße entfernt entsteht der 32,5 Meter hohe Top-Hat. Mehr sei an der Stelle nicht verraten. Denn glauben Sie mir, unsere Fantasie geht besonders mit uns durch, wo wir nur was erahnen können. Guten Abend. Gut, danke an die Crew, wir sind raus. Oh, war doch ganz nett, oder? Ja, kann man machen. Lukas wird mich vierteilen, wenn er es sieht. Na ja. Ach, was soll's, die nächste Folge wird eh der Kracher, da ist er ja wieder dabei.